In my estimation, it's no sense for me to keep talking to you when I see these blank looks on your face. It's like, Es ist nicht meine Absicht, immer nur zu reden, wenn ich sehe, dass man hier so sitzt, als ob man nichts... well, and more than going too fast with the terms, even if I said norepinephrine, you don't know what I'm talking about. And I can tell because there are people who got the terms, but I see the looks on your face like, huh? You know, so that's why we need to slow down, even if I don't finish what I'm doing and you understand nothing of what I said. I just wasted my time and yours. Okay? Also mir ist es wichtig, dass ihr das versteht, was ich sage, denn sonst verschwende ich nur eure und meine Zeit. Dann mache ich es lieber ein bisschen langsamer und ihr versteht es, als dass ich schnell mache und ihr nichts versteht. We teach that until we understand Wir lehren das so lange, bis ihr es versteht. the anatomy and physiology, Denn Anatomie und Physiologie, how our body is made, wie unser Körper gemacht ist and how it works, und wie es auch funktioniert, we have not even started to learn. das haben wir noch nicht mal angefangen zu lernen. And that's why it's so easy to have doctors tell you junk and you believe it. Deswegen ist es auch so einfach, wenn Ärzte euch irgendetwas sagen und dann glaubt ihr das einfach. But when you are informed, Aber wenn ihr informiert seid, then you are able to ask intelligent questions. dann seid ihr auch in der Lage, kluge Antworten zu fragen. And not feel just because Kluge Fragen zu stellen. she said a funny, huh? I say they're able to ask intelligent answers. Okay, that makes sense to me. Okay. Maybe I should take some of your ginkgo. You can ask intelligent answers. Okay. But but you will be able to determine if it is an intelligent answer, right? Aber man kann dann eben auch unterscheiden, ob das eine kluge Antwort ist, die man bekommen hat. I'm sure in Holland, like everywhere else, Ich bin sicher, dass in Holland und woanders auch a lot of people just take what the doctor says as law. das nehmen dann die Leute an, als ob das Gesetz wäre, was die Ärzte sagen. And ask no questions. Und stellen keine Fragen. And hold on just a second. And I know that because when I do evaluations all over the world, Denn wenn ich irgendwelche Beratungen mache, überall auf der Welt, and I ask people, why are you taking this medication? und Menschen frage, warum nimmst du dieses Medikament? Many times the comment is, because the doctor said so. Das meiste, was ich als Antwort bekomme, ist, weil der Arzt es gesagt hat. I say, what is it for? Und wofür ist es? Because I can't read all of the languages, Weil ich auch nicht die ganzen Sprachen spreche and I don't know what it's for. und dann weiß ich nicht, wofür es ist. And the patient says, I don't know. Und dann sagt mir der Patient, weiß ich nicht. Why are you taking something and you don't even know what it's for? Und dann frage ich dann immer, warum nehmt ihr etwas, wo ihr gar nicht wisst, wofür es ist? One of the first questions you should ask is, what am I taking this for? Und das Erste, was ihr an Frage stellen solltet, ist, wofür nehme ich das? And what kind of problems can I have from it? Und welche Probleme kann ich davon bekommen? You have a right to ask that question Und ihr habt ein Recht, diese Fragen zu stellen, because you're putting this stuff in your body. weil ihr das in euren Körper reintut. And every drug has side effects. Und jedes Medikament hat Nebenwirkungen. And you need to know what they are. Und das müsst ihr wissen, welche das sind. All right, what's your risk with high blood pressure? What's your Was sind risk? die Risiken bei Bluthochdruck? We just talked about that, and just look at the bottom section here. Wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen und ich möchte, dass ihr euch das untere anseht. And we see that optimal, just as I put over there, it should be less or below 120 and below 80. Und das Optimale sollte unter 120 und unter 80 sein. These numbers apply when you're not taking any medications. Diese Zahlen werden angewandt, wenn man keine Medikamente nimmt. If your top number and bottom number
Wenn deine obere Zahl und untere Zahl or your systolic and diastolic, oder die Systole und Diastole, say the top number is out of kilter or too high, wir nehmen jetzt mal an, dass die obere Zahl zu hoch ist and the bottom number is normal, und die untere Zahl normal ist, that's still a problem. dann ist das immer noch ein Problem. If your top number is normal Wenn deine obere Zahl normal ist and the bottom number is too high, und die untere Zahl zu niedrig ist, that's a problem as well. dann ist das auch ein Problem. So No, it too doesn't. low. When the bottom number is too low, that's still a problem? When the bottom number is too high. Okay, wenn die untere Nummer zu hoch ist. Danke. So it doesn't matter which number is abnormal. Es macht also nichts, welche Zahl unnormal ist, You can still have problems kann from man them. trotzdem noch Probleme davon haben. Here's some of the problems that you can get with a high blood pressure. Und hier sind einiges der Probleme, die man von hohem Blutdruck bekommen kann. Does everybody know what a stroke is? Weiß jeder von euch, was ein Schlaganfall ist? When a blood vessel breaks in the head. Wenn ein Blutgefäß im Gehirn platzt. What about congestive heart failure? Was ist mit... Congestive heart failure. What is that? Fluid collection. Ein Herzversagen. It's fluid collection in the lungs. Das ist Flüssigkeit in den Lungen. Because the heart and the lungs are connected. Denn die Lungen und das Herz ist miteinander verbunden. And when the heart is not working properly, Und wenn das Herz nicht richtig arbeitet, it causes extra fluid in the lungs. dann verursacht das extra mehr Flüssigkeit in der Lunge. We call that congestive heart failure. Und das nennt man kongestives Herzversagen, Because the heart cannot work properly. weil das Herz nicht normal arbeiten kann. Okay, what about heart attack? Was ist mit einem Herzinfarkt? So it's when you have congestive heart failure, it's too much in the lungs, not in the heart itself. Fluid backs up in the lungs. Too much fluid in the lungs. But I didn't want to go into this, but what you see Ich wollte damit eigentlich nicht anfangen, aber was man hier sieht, is that the heart works harder weil das Herz arbeitet stärker, to try and pump against all of this backup, um diese Flüssigkeitsansammlung abzupumpen, and the heart itself enlarges. und das Herz selber wird größer. But the reason is Aber der Grund dafür ist, that both the heart and the lungs dass beides, das Herz und die Lunge, are not working properly. nicht richtig arbeiten. And that's a long anatomical and physiological explanation in itself. That's why I didn't want to mess with it, okay? Das würde jetzt sehr viel Erklärung bedürfen und das wollen wir jetzt nicht machen. The next problem can be Das nächste Problem, was auch passieren kann, hardening of the arteries. dass die Arterien sich verhärten. And we just talked about that. This is where the cholesterol Und das ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, das ist, wo das Cholesterin collects on the walls of the arteries. sich bei den Wänden der Arterien ablagert. And we call that atherosclerosis. Und das nennt man Arteriosklerose. Another thing that can cause a complication of high blood pressure is an aneurysm. An aneurysm, I'm not going to get away with trying to explain this one. An aneurysm is a ballooning or a weakness in the wall of a blood vessel. Dieses Aneurysma ist, dass die Blutgefäße, the blood vessels, Particularly in an artery. besonders in einer Arterie. What is with the blood vessels? I'm going to show you. But you said a sentence and I didn't I'm translate going to it. say it again. Okay. This is actually
the largest artery in the body. Das ist die größte Arterie in unserem Körper. It is called the aorta. Das wird die Aorta genannt. And what I said was Und was ich gesagt habe, an aneurysm ein Aneurysma is a thinning or a weakening ist eine Verdünnung oder eine Schwachstelle in the walls of a blood vessel. in den Wänden eines Blutgefäßes. This is an aneurysm. Das ist ein Aneurysma. Now, with an elevated blood pressure, Mit einem erhöhten Blutdruck this can become larger kann das noch größer werden and larger und noch größer and larger und noch größer, until it bis es dann bursts aufbricht. and blood flows out of here. Und daraus fließt dann das Blut. Now, particularly if this happens on the aorta, Und besonders wenn das bei der Aorta passiert, and it's a big bleed or a big one, und das ist dann ein sehr großer Aufbruch und es blutet sehr viel, this is the result. das ist dann das Resultat, Tod. That's why you don't play around with high blood pressure. Deswegen sollte man mit Bluthochdruck auch nicht rumspielen. When a doctor is listening to your chest Wenn ein Arzt euch an der Brust abhört or your belly, your abdomen, oder bei deinem Bauch, we listen to sections of this big artery dann hört man Teile von dieser großen Aorta ab, because it runs from the chest weil es von der Brust down to the kidneys. bis runter zu den Nieren geht. Then it divides and one goes to each kidney. Dann teilt es sich und es geht zu beiden Nieren. If there is an aneurysm on either end of this aorta, Wenn es an einem wenn es ein Aneurysma, aneurysm, Yeah. same word. If there's an aneurysm here or here, wenn es ein Aneurysma gibt, entweder es ist egal auf welcher Seite, innen oder außen, or anywhere in between, oder irgendwo dazwischen, we hear a certain sound dann hört man ein bestimmtes Geräusch, when we listen with a stethoscope. wenn man mit dem Stethoskop hört. And it can be like a soft sound, Und das kann ein sehr ruhiges Geräusch sein or it can be loud, oder auch laut. depending on how bad this is. Es kommt darauf an, wie schlimm das schon ist. We call that a bruit. Und das wird Bruit, B-R-U-I-T. It gives you a sound like this. When the heart, no, this is the abnormal sound. When you listen, there's a difference in the normal sound as the abnormal. When it gets worse and worse, this sound is like normal sound. That's normal blood flow. das ist das normale Geräusch, was man With a beim bruit, the Blut pitch hört. gets higher. There's a whistling. Aber wenn That's es what we nicht mehr listen for. normal ist, dann ist es so wie so ein Pfeifen. Okay, so there's more than just putting the stethoscope on your chest or your abdomen. You listen for certain things that are normal or abnormal. Es ist also ein Grund, warum man das Stethoskop auf die Brust oder auch auf den Bauch macht. Another problem is kidney disease. Ein anderes Problem ist auch Nierenprobleme. Now, the kidneys can be completely destroyed if blood pressure stays high for too long. Wenn der Blutdruck zu hoch für eine lange Zeit war, dann können die Nieren vollkommen zerstört werden. Diseases of the retina. Was ist das denn? Retina. Retina, einfach so auf Deutsch. Es gibt auch eine Krankheit der Retina. The retina is the screen in the back of the eye Das ist
screen, just like this wall. Das ist wie so eine Wand in den Augen, wie eine Art Bildschirm, Augenhintergrund. Where a picture of whatever you're looking at Wenn ein Bild, was ihr auch immer seht, is recorded. aufgenommen wird, Like I'm looking at you now. so wie ich dich jetzt angucke. My retina sees you inverted. Meine Retina sieht euch umgedreht. When it goes through the optic nerve Wenn es dann zum optischen Nerven hingeht, to the brain, zum Gehirn, then I see you upright. dann sehe ich dich richtig rum. See, the body is very complicated. Der Körper ist sehr kompliziert. Now, when we're doing like an eye test and I hold an object up and or a doctor says, "Tell me what you see," Wenn wir einen Augentest machen, einen Sehtest machen und der Arzt hält irgendetwas hoch in der Hand particularly if it's a number. und er fragt dann, sag mir, was du siehst, und es ist dann eine Nummer. Let's say I have the number 6, Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich halte eine Zahl, die Zahl 6 hoch. and I ask the person, "What do you see?" Und ich frage die Person, was siehst du? And they tell me 9. Und sie sagen mir 9. That lets me know that there's something wrong with the perception of what they're looking at. Das sagt mir dann, dass sie ein Problem haben bei der Aufnahme von was sie sehen. Because they still see it in the inverted way, Denn sie sehen es noch in der umgekehrt. or upside down. It's still upside down Entweder verdreht oder umgedreht, ja. because it has not gone to the brain and turned right side up, Weil es noch nicht zum Gehirn gegangen ist und das richtig rumgedreht hat. whatever the reason. Was auch immer der Grund dafür ist. And there are many reasons that I'm not getting into. Und dafür gibt es viele Gründe, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Blood vessel rupture means that it completely breaks, Dass die Blutgefäße am Aufbrechen, like nosebleeds. so wie beim Nasenbluten. That means that the blood vessel in the nose has just broken. Das bedeutet, dass Hole in ein Blutgefäß in der Nase aufgeplatzt ist. And here's one that people don't know sometimes, is that high blood pressure can weaken your memory. Und viele Menschen wissen nicht, dass auch der Hochblutdruck das Gedächtnis schwächt. And increase doesn't increase, it lowers your ability to think. Und dass auch die Fähigkeit zum Denken herabgesetzt wird. Here's some things that can increase blood pressure. Und hier sind einige Dinge, die den Bluthochdruck steigen lassen. Let me stop a minute. You had a question and I ignored you. Do you still have a question? Hast du noch eine Frage? I forgot. I'm sorry. It wasn't intentional. All right. If you think of it, stop me. Major depression can increase your blood pressure. Wenn man hohe Depressionen hat, dann kann es auch den Blutdruck erhöhen. Impatience, Ungeduld, rushing around all the time, wenn man immer hin und her rennt, can increase it 6 times more than normal. das kann dann 6-mal erhöht werden, wie es normalerweise sein sollte. Most people with high blood pressure have an increased response to stress. Viele Personen, die Hochblutdruck haben, sind auch sehr anfällig auf Stress. They don't know how to relax. Sie wissen nicht, wie sie sich entspannen können. Have you ever seen people that have to be doing something all the time? Kennt ihr Menschen, die immer irgendetwas tun müssen? They can't sit down. Die können sich nicht ruhig hinsetzen. We see a lot of women like this. Wir sehen sehr viele Frauen, die das tun. They are constantly cleaning or cooking or doing something. Die putzen ständig oder kochen oder irgendwas müssen sie immer zu tun haben. These people don't know how to relax. Und diese Leute wissen einfach nicht, wie man sich entspannt. And they have to learn because people who have high blood pressure and they're like this makes it worse. Und das müssen sie lernen, denn Leute, die hohen Blutdruck haben, die müssen sich entspannen mehr. Mental stress can also increase the blood pressure. Wenn man mentalen Stress hat, dann hat man auch sehr oft hohen Blutdruck. They call this mental arithmetic, Das nennt man, which and you don't necessarily have to be adding numbers, but it requires a lot of thinking
And that can cause stress to the person. Die Leute, die denken sehr viel nach und das macht dann, dass der Druck einfach höher wird, dann auch For in den example. Blutgefäßen. Zum Beispiel, When I'm doing evaluations, wenn ich Beratungsgespräche mache, takes a lot of thought dann muss ich sehr viel nachdenken, to look at everything that's going on with a person. um alles zu bemerken, was mit dieser Person vor sich geht. And to get the right things done for that person. Und auch die richtigen Dinge tun kann für diese Person. Think about doing that 8 hours a day. Und stellt euch mal vor, das 8 Stunden am Tag zu machen. Think about doing that 1 hour a day. Stellt euch nur mal vor, das 1 Stunde am Tag zu machen. Causes a lot of stress. Und das verursacht sehr viel Stress. And that can increase your blood pressure. Und das erhöht auch den Blutdruck. How do I know that? Woher weiß ich das? Well, let me just tell you a true story. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. When I first went to Wildwood, Als ich das erste Mal in Wildwood war, because I wanted to know all of this information, weil ich gerne alles von diesen Informationen wissen wollte, I would go to the hospital around 8 o'clock in the morning, dann bin ich zum Krankenhaus um 8 Uhr morgens gegangen and I would stay till 10 or 11 o'clock or later at night. und dann blieb ich da bis 10 oder 11 Uhr abends. And most of that time I would be seeing patients Und die meiste Zeit habe ich Patienten gesehen. until for like 2 weeks in a row, Ungefähr 2 Wochen am Stück lang. I had the worst headache that I'd ever had in my life. Da hatte ich die größten Kopfschmerzen, die ich jemals in meinem Leben hatte. And I went to the clinic to be seen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, um dort behandelt zu werden. My blood pressure was 220 over 110. Mein Blutdruck war 220 zu 110. I was a walking disaster. Da war ich eine wandelnde Katastrophe. I was a stroke waiting to happen, Da hätte sehr leicht auch ein Gehirnschlag or a ein heart attack Schlaganfall waiting to passieren. happen Oder auch ein Herzinfarkt with a blood pressure like that. mit einem Blutdruck so hoch, wie der Okay. da war. So, you see why the 8 laws of health are important. Daran sieht man auch, warum diese Gesundheitsgesetze so wichtig sind. I should have been at home in the bed, Da hätte ich nämlich zu Hause im Bett liegen sollen, resting, mich ausruhen. which is why I refuse to stay up and do stuff like that all night now. Deswegen mache ich das auch, nicht mehr die ganze Nacht aufzubleiben und Dinge erledigen. Remember Paul said that he had a thorn in the flesh? Erinnert ihr euch an den Vers, wo Paulus schreibt, dass er ein Dorn im Fleisch hat? Well, my thorn in the flesh occurs at the base of my skull, Und mein Dorn, der kam hinten beim Schädel raus, an der Schädelbasis raus. when I do this mental arithmetic all day long, Wenn ich diese mentale, or thinking, wenn ich serious thinking nachdenke, ernsthaft nachdenke, all day long. den ganzen Tag. And if I don't stop, Und wenn ich damit nicht aufhöre, I can take my blood pressure dann kann ich meinen Blutdruck messen and it starts going up. und dann steigt er. So, if you see me and it's 9 or 10 o'clock at night Und wenn ihr mich abends seht um 9 oder 10 and I'm running to my room, und ich zu meinem Zimmer renne or I say, I'm not talking shop now, und ich sage, jetzt rede ich nicht mehr, just know that I can't think much more. dann denkt daran, dass ich dann einfach nicht mehr nachdenken kann. And I'm trying to protect my own health as well. Und ich möchte auch gerne meine eigene Gesundheit schützen. All right. Physical stress can also increase the blood pressure. Körperlicher Stress kann auch den Blutdruck erhöhen. One thing I want you to know is that even with a blood pressure that high, I have never taken drugs. Auch wenn ich diesen Blutdruck so hoch hatte, habe ich niemals Medikamente dagegen genommen. Because if my problem is stress and lack of sleep, Denn wenn mein Problem Stress und ein Mangel an Schlaf ist, why don't I just go home and go to bed warum gehe ich dann nicht einfach nach Hause und lege mich ins Bett? rather than taking a bunch of drugs that's going to give me some more problems? Anstelle von Medikamente zu nehmen, die mir noch mehr Probleme machen.
Now, there are times when I will take certain herbs. Es gibt Zeiten, wo ich bestimmte Kräuter nehme. And I believe Richard talked to you about one of the things that will lower the blood pressure, Und ich denke, Richard hat auch über eines gesprochen, das den Blutdruck ein bisschen senkt. like garlic, So wie Knoblauch, magnesium, Magnesium or a calcium magnesium blend. oder auch eine Kombination zwischen Calcium und Magnesium. CoQ10 with hawthorn berry. Was ist das? CoQ10. It's a CoQ10. I'll just write it. QQ10? Okay. I said CoQ10 with hawthorn berry. Was ist Hawthorn? I'm going to explain as soon as I write it. CoQ10 is a herbal substance. CoQ10. 10. This is a Q and a 10. And it's just a chemical thing that I'm not going to explain right now. Und das ist so eine chemische Formel, die ich jetzt nicht erklären werde. And this is hawthorn berry. It is a berry Und das ist eine Beere. that has specific actions for the heart. And one of them is to lower the blood pressure. Und sie hat verschiedene Eigenschaften und eine davon ist, Blutdruck zu senken. And it also lowers, Das ist ja mit irgendeinem Dorn, wegen dem Thorn. Und Schlehen haben doch Dornen, oder nicht? it's edible. It's like a fruit. Is it color of blueberry? It's like purplish. Es könnte eine Schlehe sein, aber ich weiß nicht ganz genau. Wir gucken nochmal nach. Larginine? Maybe, but I kind of do some other things first. I mentioned garlic, and if you were here for the presentation that Richard gave, I'm sure he mentioned that garlic is used for high blood pressure. Who was here? Did he mention that? Yes. Und bei der Präsentation, die wir von Richard davor gehört haben, da wurde ja auch gesagt, dass Knoblauch blutdrucksenkend ist. We usually give people with high blood pressure garlic with every meal. Wir geben den Patienten, die Hochblutdruck haben, zu jeder Mahlzeit Knoblauch. 2 to 3 cloves 2 bis 3 Zehen at every meal. bei jeder Mahlzeit. Now, you chop it up and eat it in your food, Man schneidet es ein bisschen klein und tut es zu seinem Essen hinzu. or you can blend it in juice. Oder man mixt es mit Saft. Now, I want to explain cloves Ich möchte das Wort Zehe ein bisschen erklären. because I had a lady, I said 2 to 3 cloves, Denn ich hatte eine Frau, die 2 bis 3 Zehen genommen hat, wo ich sagte, sie soll 2 bis 3 Zehen nehmen. Now, with this is garlic, right? Das ist Knoblauch. This is a bulb. Und das ist eine Knolle. One of these pieces is a clove. Und eines von den Teilen, die bei der Knolle sind, ist eine Zehe. This lady called me Diese Frau hat mir gesagt, and told me that her stomach was burning. kam zu mir und hat gesagt, dass ihr Bauch wie Feuer brennt, because she put 2 to 3 of these weil sie 2 bis 3 Knollen reingetan hat in her food. in ihr Essen. That's why every time now when I tell people to use 2 to 3 cloves of garlic, I even draw a picture and say, this is a clove. Deswegen This is a bulb. jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und ich ihm sage, nehme 2 bis 3 Zehen, male ich ein Bild und erkläre es ganz genau, dass das eine Knolle und das eine Zehe ist. So if you take 2 to 3 of these, Wenn man nämlich 2 bis 3 Knollen nimmt, then you want your stomach to burn. dann will man auch, dass der Magen anfängt zu brennen. And it will certainly oblige. It will help your stomach to burn.
Und das wird dann auch passieren. So we have to be really careful, even with food products. Also müssen wir auch sehr mit Essen aufpassen, mit Lebensmitteln. Now, another way you can take garlic is in Russian penicillin. Was auch noch eine Möglichkeit ist, Knoblauch zu sich zu nehmen, ist das russische Penicillin. Which is 6 to 8 Das- cloves Das sind dann 6 bis 8 Knoblauchzehen of garlic per quart. Well, you know it is liter. Per liter pro Liter of water. mit Wasser. And you simply blend this up Und das mixt man zusammen. Yeah, but it was for something else. Can you add the garlic with fruits? if you want. Wenn man das möchte, dann kann man es machen. It's a liter of water, 1 quart. Now, let me just tell you something. When you're doing you can do different strengths of Russian penicillin, okay? When you're doing it for high blood pressure in a liter of water, Man kann verschiedene Stärken von diesem russischen Penicillin machen. Und wenn man 2 cloves of garlic, you might as well just drink the water. Und wenn man 1 Liter Wasser nimmt und 2 bis 2 Zehen Knoblauch da reinmacht, dann kann man das einfach so trinken. Richard was telling you about Russian penicillin used for colds. Und Richard hat darüber gesprochen, wie man russisches Penicillin für Erkältungen macht. That's why he said 2. Darum hat er 2 gesagt. Now, even with bad colds and pneumonia and stuff like that, Und wenn man sehr starke Erkältungen hat oder you also have to increase the amount of garlic. dann sollte man auch den Knoblauchanteil höher machen, also mehr Knoblauch reinmachen. Depending on how serious it is. Es kommt darauf an, wie ernsthaft das ist. What he gave you was a mild, just regular, you just got a little bit of a cold for that. Okay. Er hat euch so ein mildes Rezept gegeben, wenn man so, naja, eine kleine Erkältung hat. Okay. So just remember, if it's just because you're hearing the same term, Nur weil man jetzt den gleichen Ausdruck hört, you may need a different amount. braucht man eben auch manchmal andere Mengen. All right. Now you put also 2 lemons or a grapefruit. Man macht dann auch noch 2 Zitronen oder eine Grapefruit rein. You want to take the peel off the grapefruit Man macht die Schale von der Grapefruit ab and leave that white part that covers the grapefruit. Leave that on. und dieses Weiße, was noch um diese Grapefruit herum ist, das soll man dran lassen. And you take most of the peel off the lemon. Und man nimmt die meiste Schale von der Zitrone ab. And you want to blend all of this up, seeds and all, Und das Ganze mixt man zusammen, auch mit den Samen, in a mit den blender. Kernen, in einem Mixer. And you take this in 1 day's time, Und das trinkt man dann über den Tag verteilt. over like an 8-hour period. Ungefähr 8 Stunden lang ist die Zeit. Ja, 1 Liter trinkst du während 8 Stunden. And this helps to lower your blood pressure. Und das hilft auch, um den Blutdruck zu senken. Also, eating the right kinds of food. Und auch das richtige Essen. We can't stress enough that you have to eat the right foods as well. Und damit können wir nicht aufhören, das immer wieder zu sagen. Ihr müsst auch das richtige Essen dann auch essen. Walking Spazieren gehen. outside in the sunshine particularly will lower the blood pressure. Spazieren draußen im Sonnenschein wird auch den Blutdruck senken. Now you need to walk at least 20 to 30 minutes 2 to 3 times a day Man sollte 20 bis 25 Minuten jeden Tag 2 bis 3 Mal laufen, in order to get the best benefit. um das Bestmöglichste zu bekommen. Putting extra salt in your food is a problem. So you don't want to add a lot of salt Man to your sollte auch food, nicht zu viel Salz verwenden, weil das eben auch noch ein Problem ist. or eat a lot of salty things. Oder sehr viel salziges Essen.
All right. I have gone over 15 minutes and we have barely scratched the surface, but at least you understand what high blood pressure is about and some things that you can do for it, right? Wir haben schon 15 Minuten überzogen, aber wir haben jetzt noch nicht mal die Oberfläche ein bisschen angekratzt. Aber ihr wisst so ein bisschen, was Bluthochdruck ist und was man dagegen machen kann. One of the big things to do is avoid stress Eines der größten, was man tun kann, ist Stress zu vermeiden, as much as possible, so viel wie möglich. okay? And now, we're never going to get rid of stress, Wir werden Stress niemals los sein, but we have to learn how to handle it. aber wir müssen lernen, damit umzugehen. And we learn how to handle it in such a way that, for example, if I know that lack of sleep is going to cause me a problem with my blood pressure, then I go to sleep. Und wir sollten eben auch lernen, wenn ich weiß, dass ich einen zu hohen Blutdruck bekomme, weil ich zu wenig geschlafen habe, dann muss ich einfach schlafen gehen, früher. Okay. Understand? Habt ihr es verstanden? All right. This evening we're going to show you how to make poultices. Heute Abend werden wir Umschläge, Particularly, we're going to do a charcoal flaxseed poultice. Umschläge. Wir werden heute Abend einen Kohle-Leinsamen-Umschlag machen. Tomorrow evening we will do, or would you like to switch it? How would you like to see Russian penicillin made? Würdet ihr lieber russisches Penicillin sehen, wie man das macht? Okay. May not be easy for some people. Vielleicht ist es für manche nicht einfach. Okay. We'll go ahead and do the poultice. Wir werden dann die Umschläge machen. As long as you realize that there are different kinds of poultices, we're simply going to do one. Es gibt verschiedene Arten, wie man Umschläge macht, und wir werden nur einen machen. All right. In 15 minutes I have consultations, so that's it. In 15 Minuten habe ich die Beratungsgespräche und wir werden jetzt damit aufhören. You're gonna have a word of